Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch wieder eine schöne Sommertorte ohne Backen. Und zwar besteht sie aus einem leckeren Keksboden, ganz einfach, der wird nicht gebacken, sondern nur in die Form gedrückt, und einer fantastischen Frischkäse-Quarkcreme mit lecker Vanillearoma und obenauf eine erfrischende Kirschschicht. Und diese Torte sieht nicht nur schön aus, sondern sie schmeckt auch fantastisch lecker und ist schnell gemacht und genau richtig für die heißen Tage. Und wir fangen gleich an mit unserem Boden. Das Rezept findet ihr wie immer hier unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr auf meinen Blog gehen und das Rezept dann auch ausdrucken. Dann müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das hier gerne tun. Einfach hier unten auch die kleine Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Wir starten in die Zubereitung unserer Torte. Für den Keksboden verwende ich 250 Gramm Vollkorn-Butterkekse. Ihr könnt da natürlich auch eure Lieblingskekse nehmen. Das müssen nicht unbedingt Vollkorn-Butterkekse sein. Es können auch ganz normale Butterkekse sein oder ganz andere. Ist vollkommen egal. Hauptsache 250 Gramm und 150 Gramm Butter. Und die Kekse werde ich mir jetzt im Thermomix gerade klein mixen. Ihr könnt sie auch in einen Gefrierbeutel stecken und dann mit dem Rollholz drauf klopfen, wenn ihr keinen Mixer habt. Und die Butter werde ich mir gerade zerlassen. So, da sind meine Kekskrümel. Die habe ich mir einfach gerade im Thermomix schön fein gemahlen. Nochmal schauen, ob wirklich alles durchgemahlen ist. Manchmal bleiben noch Stückchen übrig. Jetzt kommt hier die zerlassene Butter dazu. Und dann können wir uns das Ganze schön einfach miteinander vermischen, bis sich eine Masse ergibt. Und dann ist unser Boden auch schon fertig. Und ich nehme immer gern Vollkorn-Butterkekse, weil dann der Boden würziger wird. Ich finde, es schmeckt besser. Aber das ist Geschmackssache. Manch einer mag vielleicht auch lieber die ganz normalen Butterkekse. Und wenn die Masse so schön krümelig aussieht und sich zusammendrücken lässt und dann einfach so bleibt auch, dann ist sie fertig und dann können wir sie auch schon in unsere Form geben. Ich habe jetzt hier einen Tortenring auf einer Tortenpappe und den habe ich eingestellt auf 24 cm Durchmesser. Ihr könnt auch eine Springform verwenden von 26 cm Durchmesser oder 28 oder auch 24 cm Durchmesser, ganz egal. Der Boden wird dann einfach nur noch etwas dünner oder dicker, je nachdem wie groß die Springform ist, und natürlich die Füllung dann desgleichen. Da geben wir jetzt unsere Kekskrümel hinein. Jetzt muss man den Ring so ein bisschen festhalten. Bei einer Springform ist das natürlich dann einfacher, aber man hat halt den Nachteil, dass man nachher unten einen Springformboden hat. Deswegen verwende ich immer gern den Tortenring und halte dann halt vorsichtig fest und drücke auch vorsichtig die Masse hinein, dass nichts verrutscht. Einfach gerade mit dem Spatel festdrücken oder auch mit einem Glas. Das geht auch. Schauen, dass der Boden möglichst gleichmäßig in die Form gedrückt wird. So darf jetzt der Boden kalt gestellt werden, während wir uns an die Quark-Frischkäse-Sahne-Füllung machen. Während unser Boden schön kalt steht, können wir uns die gut gekühlte Sahne in eine Schüssel geben und steif schlagen. Und zwar benötigen wir 200 Milliliter Schlagsahne. Schön anschlagen, möglichst in einem kalten Gefäß, und dann kräftig aufschlagen, bis sie schön fest ist. Wenn die Sahne so schön festgeschlagen ist, dann die gerade beiseite stellen, am besten kalt stellen im Sommer. Jetzt kommt 300 Gramm Quark in einer Schüssel. Ihr könnt da Magerquark, aber auch Halbfett- oder Vollfettstufe nehmen. Ich nehme immer gern Halbfettstufe für den guten Geschmack. Dazu kommt 100 Gramm Frischkäse. Dann nehmt ihr einfach euren Lieblingsfrischkäse, am besten so einen, der so schön cremig ist, und vielleicht auch einen mit Joghurt angerührten Käse. Dazu kommt 40 Gramm Puderzucker. Eine Prise Salz, kleine Prise, sofern der Frischkäse nicht schon zu salzig ist. Und die Schale von 2 Limetten. Darauf natürlich achten, dass die zum Verzehr geeignet ist überhaupt. Das macht dann die schöne Frische dieser Creme aus. Wer keine Limetten verwenden möchte, der kann natürlich auch gerne Zitronen verwenden.
Schmeckt ein bisschen anders, aber auch gut. Und die zweite Limette auch noch abreiben. Und dann werden wir uns noch den Saft verwenden. Das alles verrühren wir nun miteinander, bis sich der Zucker schön aufgelöst hat. Bei Puderzucker geht das natürlich gut schnell. So, gerade beiseite stellen. Zum Steifen der Creme verwende ich 6 Blatt Gelatine. Gerade in kaltem Wasser einweichen. Einfach ein paar Minuten stehen lassen. Wir lassen sie gerade beiseite und pressen uns jetzt unsere abgeriebenen Limetten aus. Und zwar gerade in ein kleines Töpfchen oder in eine Schüssel, denn darin werden wir dann unsere eingeweichte Gelatine auflösen. Und genauso könnt ihr das machen, wenn ihr mit Agatine arbeitet. Dann einfach den Limettensaft verwenden, um darin die Agatine schön 2 Minuten sprudelnd kochen zu lassen. Also ausdrücken, damit wir einen schönen Limettengeschmack in der Creme haben, schön erfrischend. Wir haben unseren feinen Limettensaft, den jetzt gerade erwärmen, nicht kochen. Gelatine darf nicht kochen im Gegensatz zur Agatine. Agatine sollte 2 Minuten sprudelnd kochen. Beide Festigungsmittel müssen nachher angeglichen werden an die Cremes, damit sie nicht gerinnen. Ich gebe mir den Saft einfach gerade in die Mikrowelle, ungefähr 10 Sekunden bei 600 Watt. Und dann drücke ich die eingeweichte Gelatine aus zwischen den Händen, um einfach überschüssiges Wasser loszuwerden. Das Wasser kommt weg. Und jetzt gebe ich die Gelatine in meinen heißen Limettensaft. Und da löst sie sich auch sofort auf. Gerade noch richtig schön verrühren, dass wir sicher gehen, dass sie gut aufgelöst ist. Und wie gesagt, die Agatine müsst ihr dann mit dem Limettensaft 2 Minuten sprudelnd kochen lassen und danach ganz genau weiter im Rezept, nämlich auch angleichen, was ich jetzt gleich zeigen werde. Gut aufgelöst. Und jetzt haben wir hier unsere Limetten-Quark-Frischkäsecreme und geben einfach so 3 bis 6 Esslöffel hier in die Creme und verrühren die dann gleich mit der warmen Gelatine. 1, 2, 3. Ich nehme mal den Schneebesen, dann geht es besser. Einfach um die Temperatur hier zu senken, damit wir das Risiko verringern, dass unsere Creme gerinnt. Und sobald die Temperatur angeglichen ist, können wir dann auch unsere angerührte Gelatine hier in die restliche Creme einrühren. Am besten auch immer unterrühren. Und jetzt heben wir hier noch unsere steif geschlagene Sahne unter. Einfach in 2 Portionen am besten. Gerade mit dem Schneebesen unterheben. Und die zweite Portion. Sehr schön. Ich gehe ganz gerne immer noch mit dem Spatel oder mit so einem Löffel nochmal darunter, dass ich auch wirklich sicher gehe, dass auch von unten alles verhoben ist. Und da sieht man auch hier, da kommt noch schön was nach oben. So kann die Creme jetzt auf unseren gekühlten Boden gegeben werden. Ihr könnt die Creme jetzt natürlich noch abschmecken. Ist sie euch süß genug oder nicht? Ich finde sie so perfekt. Der Boden war bei mir im Tiefkühler und ist gut fest geworden. Und jetzt können wir unsere Creme einfach hier auf den Boden gießen. Duftet super lecker nach Limette jetzt, die Creme. Ich habe ja letzte Woche auch schon die Hugo-Torte gezeigt. Die ist ja auch mit Limettensaft. Ich finde, das passt jetzt richtig gut zum Sommer. Natürlich jetzt noch alles schön glatt verstreichen. Sehr schön, alles ist glatt verstrichen. Und natürlich muss die Torte jetzt in die Kühlung, am besten 3 bis 4 Stunden, bevor man jetzt
dann die Kirschen oben aufmacht. Dann können wir uns schon mal die Kirschen abgießen. Ich habe hier ein großes Glas Kirschen und brauche natürlich den Saft. Den fange ich mir jetzt auf in einem Topf. Gleichzeitig weiche ich mir auch schon wieder 5 Blatt Gelatine in kaltem Wasser ein. Die werden jetzt schon schön wabbelig. Den Kirschsaft einfach gerade aufkochen. Dann lösen wir die Gelatine darin auf und geben noch die Kirschen wieder hinzu. Und wer möchte, kann hier jetzt noch eine Vanilleschote mit hinzugeben oder einfach Vanillearoma. Dann schmeckt das Topping nämlich umso besser. Wer Vanilleschote benutzen will, die Schote gerade einfach längs aufschlitzen mit einem scharfen Messer. So. Und dann sehen wir hier das Vanillemark. Das können wir einfach mit dem Messer gerade rauskratzen. Es bleibt dann am Messer hängen, bestenfalls zumindest. So, und wir können dann Mark und Schote mit in unseren Kirschsaft geben. Und den Kirschsaft jetzt gerade einfach so ein bisschen erhitzen und dann auf ausgeschalteter Platte 10 Minuten ziehen lassen. Dann kommen die Gelatine und die Kirschen hinzu. So, die Schote entfernen nach der Ziehzeit. Und bevor wir jetzt die Kirschen hinzugeben, brauchen wir natürlich noch die Gelatine. Die drücken wir uns wieder aus. Und wir lösen die Gelatine in dem noch warmen Kirschsaft auf. Und geben noch unsere Kirschen hinzu. Das darf jetzt noch mal schön abkühlen, so gut es geht, dass wir diese Flüssigkeit jetzt nicht heiß auf die Torte gießen. Ja, und dann muss die Torte noch mal am besten über Nacht in die Kühlung. So, 10 Minuten habe ich unsere Kirschen noch mal ziehen lassen in der Vanille. Ich werde sie jetzt mit dem Löffel hier auf der Torte verteilen, einfach damit es nicht so platscht. Da kann man sie auch gut verteilen. Und natürlich könnt ihr da auch frische Kirschen verwenden. Die sollten dann vielleicht einfach mit gekocht werden eine Runde und dann lässt man das Ganze abkühlen. Wenn ihr die Kirschen schön verteilt habt, dann gießen wir noch unseren Saft hier jetzt drauf und drüber. Und so sollte die Torte jetzt mindestens 4 Stunden, besser über Nacht in den Kühlschrank, damit einfach auch die oberste Schicht schön fest werden kann. Über Nacht war die Torte bei mir im Kühlschrank, abgedeckt mit einer Haube und sie ist wunderbar fest geworden. Ein bisschen was von der weißen Creme ist nach oben gestiegen durch die Schwere der Kirschen. Deswegen wirklich möglichst lange kühlen. Und wir werden die Torte jetzt aus dem Ring schneiden und sie dann einfach nur noch mit Sahnehäubchen verzieren, Kirschen oben aufsetzen und dann ist die Torte fertig. Einfach mit einem scharfen Messer hier außen einmal entlang fahren. Und wir öffnen uns den Ring. Vorsichtig abziehen. Ja, da ist unsere Kirsch-Limetten-Frischkäsecreme-Torte. Ohne Backen. Ich finde, man kann sie auch so schon servieren. Man muss natürlich darauf achten, dass wirklich nichts hochsteigt. Da einfach noch ein bisschen länger warten, als ich jetzt die Zeit hatte beim Drehen. Ich werde sie aber noch mal etwas aufpimpen mit Sahnerosetten und frischen Kirschen. Ich habe jetzt hier 200 Milliliter Sahne und nehme ein Päckchen Sahne fest und ungefähr 1 bis 2 Teelöffel Vanillezucker. Erst anschlagen, die kalte Sahne und dann einrieseln lassen und schön festschlagen. Die Sahne so lang schlagen, bis ein Messerschnitt sichtbar bleibt. Denn wir wollen sie uns ja aufspritzen. Da muss sie wirklich richtig schön fest sein. Und wir füllen sie uns jetzt in einen Spritzbeutel mit Sterntülle. Ich nehme da immer die Tülle 1M. Das ist meine Lieblingstülle. Das wisst ihr wahrscheinlich bereits. Und die funktioniert immer ganz wunderbar für alle Rosetten und andere Dekorationen. Ich verwende gerne wiederverwendbare Spritzbeutel und jetzt könnt ihr den Spritzbeutel über die Hand ziehen oder eben über ein Glas, das geht auch. Und da kommt unsere Sahne jetzt hinein. Und jetzt kann man hier mit der Teigkarte schön vorschieben, dass alles ohne Luftblasen vorne ist und dann kann es auch schon losgehen mit dem Spritzen. Natürlich hier oben zumachen. Zudrehen und die Haltung ist
Oben bleibt die Hand, dass es zugedreht ist und unten führt so ein bisschen. Los geht's, wir spritzen uns die Rosetten. Einteilen können wir meistens schlecht, wenn wir hier so eine Gelee-Schicht haben. Dann funktioniert es immer nicht so gut, deswegen orientiere ich mich an den Uhrzeiten. 12 Uhr, 6 Uhr, 3 Uhr, 9 Uhr und dann spritze ich einfach dazwischen. Machen wir mal 2. Wunderschön, unsere 12 Tupfen sind fertig. Wenn ihr sie kleiner macht, könnt ihr die Torte natürlich noch weiter unterteilen. Ich habe sie extra groß gemacht, damit wir einfach unsere großen Kirschen hier drauf kriegen. Die setze ich jetzt einfach so auf die Tupfen drauf. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of und die letzte. Das sieht schon so ein bisschen nach einer Schwarzwälder aus, muss ich zugeben. In die Mitte setze ich jetzt auch noch mal eine. Und dann ist unsere Kirsch-Limetten-Frischkäsecreme-Torte ohne Backen fertig und ich werde sie für euch probieren. So, dann schneiden wir das wunderschöne Törtchen einmal an. So, und da kommt unser erstes Stück. Ich finde, sie sieht super lecker aus, super appetitlich und werde sie jetzt für euch probieren. Ich habe mir einen Kaffee gekocht und los geht's. Und da ist unser leckeres Stückchen. Sie schmeckt traumhaft lecker, ist sehr erfrischend, sehr fruchtig und eine tolle Kombination aus diesem Vollkornkeksboden, der Limettencreme, die ganz leicht schmeckt und erfrischend und obenauf dann dieser fruchtige Kirschspiegel. Ich finde es eine super Torte für den Sommer. Das war meine sommerliche Kirsch-Limetten-Frischkäse-Quarkcremetorte ohne Backen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr versucht sie einmal nachzubacken. Sie ist wirklich schön schnell gemacht und schmeckt fantastisch lecker. Ja, ich freue mich auf eure Bilder auf Facebook oder Instagram. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder, Sonntag um 10 Uhr, zu einer neuen Torte oder vielleicht auch mal einem Kuchen. Mal schauen, was ich so machen werde. Bis dahin viel Spaß beim Backen, bleibt gesund. Tschüss!